So, jetzt habe ich hier auch mal eine kleine Corona-Zwangspause eingelegt. Deswegen war das auch der Grund, warum es letzte Woche kein Video von mir gab. Ich hatte zwar schon alles vorbereitet, war aber dann so schlapp, dass ich definitiv es nicht hinbekommen habe, hier ein neues Video zu machen. Den ganzen Spaß haben wir uns wahrscheinlich aus der Schule von unserem Sohnemann geholt. Der kam Donnerstag nach Hause, Donnerstagabend hat er Halsschmerzen gehabt, Corona-Test war dann positiv. Und am nächsten Tag war sein Lehrer in Quarantäne, den er am Donnerstag im Unterricht hatte. Und ab dann hatten wir Corona im Haus. Ich selbst war dann ab dem nächsten Dienstag positiv getestet. Glücklicherweise das Ganze aber relativ klimpflich abgegangen. Bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Gliederschmerzen. Ansonsten nur Hals und Nase, kein größeres Fieber oder große Hustenanfälle. Aber jeden Tag schlapp und müde, viel geschlafen. Und ein paar Tage später hat es dann auch noch meine Frau erwischt. Hat dann ungefähr 10 Tage gedauert. Bin seit 2-3 Tagen jetzt wieder negativ. Im Moment fühlt sich das Ganze immer noch an wie so eine kleine Erkältung hinten im Rachen und Gaumenbereich. Die Nase läuft ein bisschen, aber ansonsten sind wir hier wohl durch. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder in sämtlichen öffentlichen Räumen, Läden und so weiter wieder mit Maske unterwegs. Denn das brauche ich nicht nochmal. Und wir waren alle 3-mal geimpft und ohne Impfung möchte ich das auch nicht bekommen. Aber ich denke, das Thema ist durch. Die nächsten Tage werde ich mich hier noch ein bisschen weiter erholen und dann dürfte das gegessen sein. Und deswegen habe ich mich heute hingesetzt, habe mal wieder ein Video zusammengestellt. Und zwar habe ich die kleinen Klassiker, die Bananenwagen, die wohl jeder kennt, der sich schon ein bisschen länger mit den Märklin-Sachen beschäftigt, auf die Schienen gestellt. Das Ganze wird gezogen von der Baureihe 74 von Märklin, die 3095. Hier in der 4. Variante, gebaut von 1978 bis 2003. Und hier habe ich dann einen der allerersten Bananenwagen, und zwar von Märklin unter der Nummer 382. Die ersten gab es da wohl ab 1936 bis 1950. Der Wagen wurde gebaut in 8 verschiedenen Varianten. Ich selbst habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einen einigermaßen gescheiten Wagen hier irgendwo zu ersteigern. Wenn sie einigermaßen in Ordnung waren, dann wurden die zu so horrenden Preisen verkauft, dass ich selbst bis jetzt noch keinen davon besitze. Deswegen habe ich euch hier nur ein Beispielbild rausgezogen. Dann gab es von Märklin unter der Nummer 326 ab 1947 bis 1945 von diesem Wagen. Hier dann zum ersten Mal mit dem Bremserhaus. Wohl 3 verschiedene Varianten, aber hier ging es mir genauso. Ich habe bis jetzt noch kein gescheites Exemplar zum einigermaßen vernünftigen Preis bekommen. Deswegen kann ich euch hier nur die Bilder zeigen und die Wagen selbst habe ich noch nicht für meine Anlage. Und hier haben wir dann den allerersten Wagen, der sich hier auf meiner Eisenbahn befindet, und zwar von Märklin die Nummer 4509. Wurde gebaut ab 1952. Hier handelt es sich allerdings um die 2. Variante. Das Bild wurde noch mit einer Schablone aufgespritzt. Das heißt, das Jamaika und dieser Bananenpflücker in einem dunkelblauen Farbton. Das Dach war an der Seite leicht grau angespritzt und in dieser Version von 1954 bis 1957 gebaut. Und das konnte man daran erkennen, dass wir hier nicht mehr die Stummelachsen haben, sondern hier wurden dann schon die Nadelachsen verbaut. Und hier haben wir im Grunde genommen nochmal exakt den gleichen Wagen, wieder das gespritzte Bild in dunkelblau, haben wieder die Nadelachsen verbaut, das heißt auch wieder von 1954 bis 1957 vom Baujahr, aber diesmal haben wir ein komplett weißes Dach. Darüber habe ich jetzt leider nichts weiteres gefunden im Call-Katalog oder ähnlich, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass hier vergessen wurde, das Dach zu besprühen und es ist komplett in weiß geblieben. Und hier kommt dann mein 3. Wagen und hier die erste größere Änderung. Das heißt, diese in Schablonen gespritzten Bilder wurden jetzt ersetzt durch Nassschiebebilder, sodass oben der Jamaika-Schriftzug und der Bananenpflücker hier mit einem Nassschiebebild aufgebracht haben. Die Bedruckung außen ist gleich geblieben. Und diese Wagen sind übrigens unten alle noch mit einer Bodenplatte aus Metall ausgestattet und der Aufbau oben ist komplett in Kunststoff. Und diese erste Variante mit den Nassschiebebildern wurde hier gebaut von 1958 bis 1968. In der nächsten Variante haben wir dann im Grunde genommen die gleiche Ausführung wie der vorhergehende mit diesen Nassschiebebildern. Hier handelt es sich jetzt zum ersten Mal um einen Bausatzwagen, und zwar die 4909.
Man kann das hier auf der linken Seite ganz gut erkennen, außer den Nassschieberbildern. Und auf der linken Seite die Bedruckung der schwarzen Anzeigeplatte ist der Rest komplett unbedruckt. Das war wohl die Bausatzvariante. Und unten kann man an den Kupplungen hier auf den Bildern relativ schlecht sehen, sind größere Splinte eingesetzt. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt nochmal euch von unten gezeigt. Dann kann man das wesentlich besser unterscheiden. Auf der linken Seite die Bausatzvariante und man sieht, dass hier die Befestigungssplinte wesentlich länger ausgeführt sind, beziehungsweise nicht abgezwickt wurden. Und auf der rechten Seite seht ihr, dass die Splinte von dem Original von Märklin komplett ausgelieferten Wagen alle kurz gehalten sind. Und man kann das hier auch noch relativ gut erkennen. Hier an diesen Kupplungssplinten, die sind auch wesentlich gröber ausgeführt als die Original-Fertigwagen, die von Märklin ausgeliefert wurden. Als nächstes haben wir einen weiteren Bausatzwagen, also wieder die 4909. Auf der linken Seite könnt ihr aber sehen, dass die bedruckte Anzeigetafel komplett anders aussieht. Und das ist wohl eine Variante, die wurde so nur in 1969 ausgeliefert bzw. ausgeführt. Ansonsten ist es der gleiche Bausatzwagen wie auf der rechten Seite. Und hier ist es so, dass der 1969 ausgelieferte fertige Wagen auch diese Ausführung vom Schild hat. Allerdings habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, irgendwann mal einen solchen Wagen zu bekommen. Liegt wahrscheinlich daran, dass er halt nur in 1969 so ausgeliefert wurde und relativ selten auf dem Markt zu kriegen ist. Dann habe ich als nächstes einen Brimex-Wagen, und zwar von Brimex die 4544. Hier ist es wohl die zweite Variante. In der ersten Variante war der Wagen wohl komplett ohne Beschriftung, ohne Schiebebilder. Das heißt einfach nur komplett vollflächig in Gelb. So wurde er wohl in 1976 gebaut. Und ich weiß nicht, ob Märklin dann gedacht hat, ach, das Ding hat sich so gut verkauft, wir bedrucken ihn jetzt doch, sodass er dann eigentlich einem Märklin-Wagen relativ ähnlich kommt. Das heißt, hier in der zweiten Variante von 1977 bis 1981 gab es den Wagen dann komplett mit diesen Beschriftungen und den Schiebebildern mit dem Jamaika-Schriftzug drauf und auch diesem Bananenpflücker. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Tonnendach-Variante ist es für mich optisch einer der schönsten Wagen von diesen ganzen Bananenwagen, auch denen, die jetzt noch kommen werden. Und das ist die letzte Variante wohl auch, bei der wir unten noch unser Metallfahrgestell drunter haben und der Aufbau oben auf Kunststoff ist. Alles, was danach kommt, wurde dann wohl komplett in Kunststoff ausgeführt. Und hier haben wir dann sozusagen den Standardwagen aus der neueren Zeit, das heißt die 4414, wurde hier unter der Hobby-Variante verkauft von 1976 bis 1996. Die Wagen sind jetzt eine ganze Ecke länger geworden und bestehen jetzt, wie gesagt, komplett aus Kunststoff und entsprechen im Grunde genommen dem Standardgüterwagen, den es sonst auch in der braunen Ausführung gab. Und hier habe ich dann sozusagen meinen letzten Wagen aus der Bananengüterwagenreihe. Hier handelt es sich wohl um einen Wagen aus einem Güterwagenpaket, die Nummer 750-3. War wohl ein größeres Paket mit diversen Wagen und das Ganze wurde wohl in 2004 produziert. Entspricht dann wohl der Kühlwagen-Variante mit diesem Dachaufbau und das Dach ist jetzt hier bis in die Stirnseite, in die Front hinein komplett in Silber ausgeführt. Das Ganze wirkt für mich relativ billig und einfach und es gibt in diesen Varianten und Ausführungen dann noch diverse weitere Wagen, die ich mir allerdings dann nicht zugelegt habe, weil sie mir persönlich eigentlich gar nicht mehr so gut gefallen. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache, aber mein persönlicher Favorit ist der Brimex-Wagen, weil er dem alten Standardgüterwagen entspricht und vor allen Dingen auch noch den Metallboden hat, sodass der Wagen dann auch noch ordentlich über die Schienen klappert, weil das Ganze unten noch aus Metall ist. Ich habe dann noch zig Varianten immer wieder gefunden, wenn ich dann mal im Internet durchblätter, wo dann die Schiebebilder verdreht sind, ein Schiebebild fehlt oder die Beschriftung ab ist oder eine unterschiedliche Beschriftung nochmal anders markiert ist, kann ich allerdings dann nicht nachvollziehen, ob das im Laufe der Zeit dann jemand individuell sich den Wagen gestaltet hat oder ob die ganzen Bedruckungen einfach abgegriffen sind. Von daher glaube ich, dass das jetzt die Wagen sind mit den groben Unterscheidungsmerkmalen im Laufe der Jahre. Und das Ganze ging jetzt auf meiner Anlage ja auch schon von 1954 bis 2004. Und wenn ich mir noch weitere Wagen zulege, dann sind es wohl eher die älteren Modelle. Wenn ich irgendwas vergessen, verdreht habe oder es was zu ergänzen gibt, dann wäre es schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt, dann werde ich das gerne wieder nachtragen.
Ansonsten war es das jetzt hier erstmal von mir. Ich werde mich jetzt hier erstmal noch weiter erholen, um diese Corona-Nachwirkungen hier komplett noch aus meinem Körper rauszukriegen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder hoffentlich regelmäßig mehr. Und bis gleich.